Er ist langjähriger Direktor gewesen am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung. Er leitet jetzt das Harding-Zentrum für Risikokompetenz an der Universität Potsdam und ist Vizepräsident des European Research Councils und unter anderem Gründer und Gesellschafter des Max-Planck-Spin-offs Simply Rational, dem Institut für Entscheidung. Und Herr Gigerenzer sagt, in der Covid-19-Pandemie waren es Zahlen, nicht Bilder, die uns sowohl Angst als auch Hoffnung machten. Zahlen führten dazu, dass Regierungen Schulen schlossen und Menschen Toilettenpapier hamsterten. Aber verstehen wir die Risiken, von denen da die ganze Zeit die Rede war, wirklich? Oder anders gefragt, sind wir wirklich risikokompetent? Herr Gigerenzer, schön, dass Sie bei uns sind. Wir sind gespannt. Ja. Ich werde heute über Risikokompetenz sprechen. Risikokompetenz ist ein Teil von Aufklärung. Aufklärung, wie wir es von Kant kennen, ist immer noch ein Prozess, wir sind noch nicht dort. Und ich werde heute 3 Punkte machen und mich auf einen Aspekt von Aufklärung und Risikokompetenz beziehen, der heute so wichtig ist wie vor über 100 Jahren die Kenntnis von Lesen und Schreiben, nämlich empirisches Denken. Das heißt, das Verständnis und das Suchen von Evidenz und die sehr oft in Zahlen ausgedrückt ist. Also, die 3 Punkte, die ich machen werde, ist folgendes. Die meisten Bürger in Deutschland, einschließlich Journalisten, Mediziner oder Politiker, sind zahlenblind. Zweitens, es gibt einfache Lösungen dafür, die wir entwickelt haben, die andere entwickelt haben, wo man sehr schnell in ein paar Stunden lernen kann, so dass man durchblickt und weiß, welche Fragen man stellen muss. Drittens, es gibt massiven Widerstand gegen mündige Bürger, die aufgeklärt sind, meistens durch Interessen, die dem gegenlaufen. Also das ist meine Kernaussage und im Weiteren werde ich Ihnen ein paar Beispiele geben, die das illustrieren. Ich beginne mit einer Talkshow. Sie werden sich vielleicht erinnern und vielleicht haben Sie diese gesehen. Das war im November 2021, als die Wissenschaft sehr schnell und erstaunlich schnell wirksame Impfungen gegen Covid-19 entwickelt hatten. In dieser Talkshow von Markus Lanz wurde eine Grafik gezeigt, die Sie hier im Hintergrund sehen. Und Lanz sagte, wenn ich das sehe, da läuft es mir kalt den Rücken runter. Ich hole mal die Grafik nach vorne. Und was Sie hier sehen, in dem ersten Balken, dass unter Menschen über 60 Jahre in Deutschland 91% zu diesem Zeitpunkt geimpft waren und 9% nicht. Das hat Lanz nicht beunruhigt. Aber der zweite und alle folgenden Balken, nämlich unter den Neuinfizierten waren 60% geimpft. Unter den Neuinfizierten, die hospitalisiert wurden, auf Intensivstationen kamen oder gar starben, waren es auch 40 und oft mehr Prozent. Nun, das schien doch klar zu zeigen, dass Impfung nicht funktioniert oder vielleicht sogar zu erhöhten Neuinfektionen führt. Nun, der Showmaster fragte seine Gäste. Die Gäste waren, wie es damals üblich war, ein Journalist, ein Virologe, ein Ministerpräsident und dann noch eine andere Person. Der Journalist sagte, der Impfschutz ist eben nicht der Impfschutz, wie wir ihn erhofft hatten. Die Virologin verstand auch nicht, dass diese Tafel hier
nun zeigt, dass der Impfschutz wirksam ist, sondern meinte, dass ältere Menschen nicht so gut auf die Impfung reagieren. Der Ministerpräsident blieb vorsichtshalber stumm, denn es gab Wahlen. Nun, Millionen von Zuschauern sind aus dieser Sendung herausgegangen mit dem Eindruck, dass Impfung nicht wirksam ist oder sogar die Anzahl der Infizierten erhöht. Schließlich sind es 60% hier. Hier haben wir ein Beispiel, dass die Resistenz und Vorurteile und falsche Informationen über Impfung nicht allein von Verschwörungstheoretikern kommt, sondern aus dem unschuldigen Phänomen der Zahlenblindheit. Ich zeige nun, wie man mit Methoden, die jeder in ein paar Stunden erlernen kann, die Zahlenblindheit in Einsicht verhindert. Also, wir nehmen jetzt die gleichen Zahlen und wir nehmen jetzt 100 Personen im Alter von 60 plus. Und wie wir wissen, von denen sind 91 geimpft und 9 sind nicht geimpft. Und jetzt nehmen wir mal an, dass sich 10 infizieren von den 100. Und das bedeutet, dass 6, das sind die 60%, von den Geimpften sich infizieren, also 6 von 91 und 4 von den Nicht-Geimpften. Also das heißt, von den Geimpften infizieren sich etwas mehr als 6% und von den Nicht-Geimpften ist es über 44%. Das hätte eigentlich jeder in dieser Talkshow verstehen sollen. Und das allgemeine Prinzip ist, dass die Basisrate zählt. Also wenn alle Menschen geimpft wären und nicht nur 91%, dann wäre natürlich jeder Neuinfizierte geimpft. Also hier haben wir ein Beispiel, wie eine Technik, wir nennen das natürliche Häufigkeiten, und es ist im Wesentlichen das, was in der Statistik Bayes Rule heißt, einfach erlernt werden kann und beim nächsten Mal helfen könnte, solche Fehler zu vermeiden. Zahlenblindheit, also mangelndes Zahlenverständnis, ist einer der größten Faktoren für die Anfälligkeit von Falschinformationen. Nochmals, hier sind die Zahlen von 5 Ländern und auf der linken Seite ist niedrige Anfälligkeit, auf der rechten hohe Anfälligkeit. Und interessant ist beispielsweise, dass Schulbildung so gut wie nichts bringt. Aber Zahlenverständnis. Konsistent in allen 5 Ländern mit kleinen Fehlerbars ist es einer der wichtigsten Faktoren. Nur, wie wir sehen werden, wir lernen es kaum. Diese Methode, die Sie gerade gesehen haben, die ist inzwischen vom Bayerischen Kultusministerium für die 11. Klasse eingeführt worden, von einigen anderen Bundesländern. Und hier ist es gelungen, wissenschaftliche Erkenntnisse Politikern nahezubringen und auch Politikern, die den Mut haben, das auch umzusetzen. Ich lebe in Berlin und ich werde es wahrscheinlich nicht erleben, dass der Berliner Senat diese Methoden umsetzt. Und warum tun wir so wenig? Und ich gebe Ihnen ein Beispiel über das Medizinstudium. Und hier ist die These, Medizinstudium endet mit Zahlenblindheit. Nun, wir haben eine Studie an einem der renommiertesten Kliniken, nämlich der Charité in Berlin, durchgeführt. Und wir haben fast den ganzen Jahrgang der Studenten im letzten Semester 10 einfache Fragen gestellt. Beispiel: Was ist die Sensitivität eines Tests? Und es gab 4 Multiple-Choice-Alternativen.
Also das ist die Wahrscheinlichkeit, dass man positiv testet, wenn man die Krankheit hat. Und das ist richtig. Und dann gab es noch 3 Alternativen, die alle falsch waren, nämlich zum Beispiel, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man negativ testet, wenn man die Krankheit hat und so weiter. Am Ende des Studiums sollten alle Studenten solche Grundbegriffe kennen. Tun sie das? Ich zeige mal die Ergebnisse. Wir hatten 169 Studenten im letzten Studienjahr. Und das war die Frage, die wir gerade gestellt hatten. Was ist Sensitivität? Durch Zufall, da es 4 Alternativen sind, haben sie 25% richtige, wenn sie sich die Augen zuhalten. Und hier haben 20% verstehen das nicht am Ende. Was ist Spezifität? Das ist also die Wahrscheinlichkeit, dass man negativ testet, wenn man keine Krankheit hat. 30% verstehen das nicht am Ende davon. Was ist der positive prädiktive Wert, also die Wahrscheinlichkeit, dass man krank ist, wenn man positiv getestet hat? 40% verstehen das nicht. Und so geht das weiter. Die Regel von Bayes, die in der Talkshow nicht verstanden wurden, das liegt im Zufallsniveau. Insgesamt können die Studenten am Ende des Semesters 50% richtig beantworten. Das ist Zahlenblindheit, so wie wir sie heute haben. Nun, wir haben gezeigt, dass es Methoden gibt, wie wir diese Zahlenblindheit überwinden können. Und das ist ein einfacher Kurs, in dem zum Beispiel das gelehrt wurde, was ich Ihnen gerade gezeigt habe. Und wenn es ein Problem der Lehre ist, dann sollte man in einem 90-minütigen Kurs einen Erfolg haben. Und das ist auch der Fall. Die grünen Balken zeigen, dass fast alle nach 90 Minuten die Begriffe verstehen, aber nicht nach einem ganzen Studium. Und ich habe versucht, in verschiedenen medizinischen Kliniken zu initiieren, dass im ersten Semester jedem Studenten so das Einmaleins des Verstehens von Evidenz beigebracht wird. Es ist immer noch Zukunft. Das Desinteresse ist erstaunlich. So, ein Blick in die Politik. Wie sieht es aus mit unseren Politikern? Die sind für viel Geld verantwortlich. Wie risikokompetent sind sie? Dazu gibt es kaum Studien, anders als in der Medizin, wo wir wissen, dass 70-80% aller Ärzte, einschließlich Universitätsprofessoren, Gesundheitsstatistik nicht verstehen. Die Statistical Society von London hat die Mitglieder des Parlaments befragt, ob sie bereit wären, an einem Test beizuwohnen. Und von den ungefähr 650 MPs haben sich 100 bereit erklärt. Und eine der Fragen war ziemlich einfach, nämlich, sie wirfen eine faire Münze zweimal. Was ist die Chance, dass sie zweimal Kopf aufkommt? 40% der Politiker wussten die richtige Antwort, nämlich 1 in 4. Die Mehrheit dagegen war der Meinung, dass es nach 2 Würfen immer noch 50% ist. Das war 2012. 10 Jahre später wurde das wiederholt. Es haben sich wieder 100 MPs gemeldet und diesmal war die Anzahl derjenigen, die die richtige Antwort hatten, also die verstanden, dass man einen in 4 Fällen hat, wo zweimal Kopf aufkommt, ist von 40 auf 50% gestiegen. Also hier ist auch noch viel Möglichkeit in der Zukunft. Bedenken Sie, dass das Teil der Personen sind, die über Brexit und über diese Finanzen entschieden haben. Und diese Personen, die sich gemeldet haben, teilzunehmen, sind keine repräsentative Stichprobe, sondern es waren diejenigen, die mehr Vertrauen als die anderen hatten, in ihre eigene Kompetenz mit Zahlen umzugehen.
Wie sieht es in Deutschland aus? Sie erinnern sich vielleicht noch an den Terroranschlag am Breitscheidplatz. Und anschließend wurde ein Projekt zur Gesichtserkennung am Berliner Südkreuzbahnhof durchgeführt. Und die Idee war, dass man die ungefähr 600 Gesuchten frühzeitig erkennt und dann sicherstellt. Nach einem Jahr gab es eine Pressemitteilung des Bundesministeriums des Inneren für Bau und Heimat, nämlich Projekt zur Gesichtserkennung ist erfolgreich. Die Systeme haben sich bewährt. Und der damalige Innenminister, Herr Seehofer, hat erklärt, dass jetzt wäre die Zeit, diese Gesichtserkennungsmethoden flächendeckend auf allen Bahnhöfen in Deutschland einzusetzen. Und was war die Evidenz dafür, dass es erfolgreich ist? Das waren zwei Zahlen, nämlich eine Trefferrate von 80%. Das bedeutet, dass unter den Gesuchten, die gespielt wurden von Freiwilligen, 80% richtig als Gesuchte erkannt wurden und 20% nicht. Und eine Falschalarmrate von 0,1%. Das heißt, dass von je 1000 normalen Personen, die durch den Bahnhof gingen, nur einer als ein Gesuchter fälschlich erkannt wurde. Nun, der Vorsitzende der deutschen Polizeigewerkschaft meinte dazu, die Falschalarmrate liegt in einem akzeptablen, kaum messbaren Bereich. Eine prominente Abgeordnete des Europäischen Parlaments meint, 0,1% Fehlerquote bedeutet 99,9% Treffer. Das ist optimal. Und wie gesagt, der Bundesminister schloss daraus, das sollte man überall einführen. Die Debatte, die sich anschloss, ging im Wesentlichen über ethische Gesichtspunkte, nämlich ob wir in einer Gesellschaft leben möchten, wo wir alle überwacht werden. Und das ist ein wichtiger Gesichtspunkt. Aber der Punkt, ob denn diese beiden Zahlen nun wirklich das sagen, dass es ein erfolgreiches Projekt wäre, darüber gab es kaum etwas. Nämlich, überlegen Sie mal einen Moment, wie viele Menschen gehen täglich durch einen Bahnhof in Deutschland? Laut der Deutschen Bundesbahn sind das etwa 12 Millionen. Davon werden nur 600 gesucht. Also praktisch alle sind ganz normale Menschen, die zur Arbeit gehen, zurückkommen oder in Urlaub fahren. Bei einer Falschalarmrate von 1000 bei rund 12.000 Personen bedeutet das, bei rund 12 Millionen Personen bedeutet das, dass man jeden Tag 12.000 unschuldige Menschen anhält, festhält, untersucht, solange bis man ihre Identität hergestellt hat. Ein solches System würde nicht mehr Sicherheit schaffen, sondern es würde die Polizei überlasten mit der ständigen Untersuchung und Kontrolle von unschuldigen Menschen. Wir haben eine Unstatistik des Monats darüber geschrieben. Wenn Sie das interessiert, finden Sie unter unstatistik.de, wo wir jedes Monat eine Medienmeldung nehmen, die die Zahlen verdreht hat, unabsichtlich oder absichtlich, und das klarstellen. Und nach dieser Unstatistik wurde das Projekt auch eingestellt. Also, Massenüberwachung durch Gesichtserkennung funktioniert nicht. Was funktioniert mit digitaler Gesichtserkennung sind Identifikation, nämlich wenn man etwa in der U-Bahn ein Video hat und aufnimmt, dass eine Person eine Straftat beginnt, dann weiß man, dass die Person der Täter ist. Das weiß man ja nicht bei Massenüberwachung. Oder Authentifizierung, also wenn Sie Ihr Smartphone durch Ihr eigenes Gesicht öffnen. Da funktioniert es nicht, aber nicht durch Massenerkennung. Gehen wir einen Schritt weiter. Eines der Probleme in unserer Gesundheit ist, in unserem Gesundheitssystem ist, dass wir wenig Aufklärung und viel Nudging haben.
durch interessengeleitete Systeme. Ich nehme mal ein besonders krasses Beispiel raus. Mammographie-Screening. Sie erinnern sich noch, im letzten Jahr wurde Mammographie-Screening von bis zum Alter 69 auf 75 erhöht. Zum gleichen Zeitpunkt kam die größte Studie raus über die 6 häufigsten Krebsfrüherkennungen mit über 2 Millionen Personen, die in randomisierten, kontrollierten Trials waren. Und was Sie hier sehen, ganz oben, Mammographie. Und hier wurde die Frage gestellt, wie viele Tage erhöht Krebsfrüherkennung das Leben von Personen, die teilnehmen. Und bei Mammographie sehen Sie, dass der beste Schätzung genau bei 0 liegt. Sogar ein bisschen im Negativen, aber das ist das Konfidenzintervall, die beiden Zahlen. Das heißt, wir haben keine Evidenz nach Studien mit Hunderttausenden von Personen, dass Mammographie das Leben verlängert. Das Harding-Zentrum, und wir könnten das Geld, was dafür ausgegeben wird, und auch die Angst, die viele Frauen haben von Genzel, für andere Dinge verwenden. So, das Harding-Zentrum für Risikokompetenz, das ich leite, das gibt Faktenboxen raus. Das ist eine andere Technik zur Aufklärung, wo man verständlich zusammenfasst, was die wissenschaftlich-medizinischen Forschung zeigt. Und das ist hier runtergebrochen. Das sind Untersuchungen mit einer halben Million von Frauen, die auf je 1000 Frauen, die nicht zum Screening gehen, im Alter von 50 plus. Und wie viele Frauen starben am Brustkrebs? Nach etwa 10 Jahren 5. Von 1000 Frauen, die gehen, sind es 4. Das ist die Reduktion der Brustkrebssterblichkeit. Die insgesamt Sterblichkeit an Krebs, da gibt es keinen Unterschied. Das heißt, eine Frau, die hier weniger stirbt, dazu gibt es eine Frau in der Screeninggruppe, die mehr stirbt. Und die insgesamte Mortalität ist auch kein Unterschied. Mit einer Faktenbox kann man das mitteilen. Und die Faktenbox zeigt auch die Schäden an, die Frauen erwarten wird, nämlich unnötige Gewebeentnahmen wie Biopsie nach einem falsch positiven oder noch schlimmer, dass Krebs entdeckt werden, die nicht progressiv sind. Und mit solchen Faktenboxen kann sich jede Frau, und wir haben die auch für Impfungen, für andere Dinge, selbst ein Urteil machen, ob sie eine Behandlung nimmt oder eine Behandlung nicht nimmt. Und das ist die Idee von Aufklärung. Die Broschüren in Deutschland, und ich zeige Ihnen jetzt die beste der Broschüren, die wir je hatten. Ich habe mit verschiedenen Organisationen wie der Deutschen Krebshilfe gearbeitet, um zu helfen, dass sie evidenzbasiert berichten und nicht um Frauen ins Screening zu nutschen und eben auch die negativen Seiten und die positiven klar, sodass man eine wirkliche Entscheidungshilfe hat. In dieser neuesten Broschüre, die jetzt diese Erweiterung des Screenings auf 75 Jahre hat, für die es keine Evidenz gibt, dass es dort nutzen würde. Hier gibt es keine relativen Werte, also der Unterschied in der brustkrebsspezifischen Reduktion von 5 auf 4.000, der wird in der Regel als 20% gegeben, weil man annimmt, dass Frauen denken, dass damit 20 von 100 gemeint sind, aber es ist einfach nur 1 in 1000. Hier wird klar gesprochen, aber diese Evidenz zum Beispiel nach 20 Jahren, die gibt es gar nicht. Die Studien gehen für 10, 11, 12 Jahre und die 1 in 1000 wurde extrapoliert und damit verdoppelt auf 2. Und hier wurde dann die 2 nochmal aufgerundet bis 6. Das sollte man nicht tun. Und das
Äh, das, was mich am meisten bedrückt, ist, dass selbst der gemeinsame Bundesausschuss, wo viele Leute drin sitzen, die das wirklich ernst nehmen und nicht nur Interessenkonflikte haben, auf 20 Seiten erwähnt diese Entscheidungshilfe des gemeinsamen Bundesausschusses nirgends das Screening-Leben nicht verlängern. Wir sind noch nicht im medizinischen Bereich überall im Zeitalter der Aufklärung, sondern es geht oft primär um andere Dinge, nämlich Erhöhung der Teilnahmeraten. Das sollten wir ändern und Medizin dort ansetzen, wo sie dem Patienten hilft und nicht, wo sie der Geräteindustrie in diesem Fall hilft. Hier ist ein Beispiel dafür, für Aufklärung der Frauen mit rosa Schleifchen statt Information. Und mein letzter Punkt ist digitale Risikokompetenz. Und die Frage ist, gehen wir schlafwandelnd in der Überwachung? Und ich gebe nur mal ein Beispiel hier. Ich habe mit dem Versicherer Ergo über viele Jahre einen Risikoreport gemacht. Und wir haben unter anderem gefragt, was beunruhigt Sie am meisten im digitalen Leben? Und viele sagten, es ist, dass ich nicht weiß, wo meine Daten hingehen und was mit ihnen gemacht werden. Dann haben wir sie gefragt, wie viel ist denn Ihre Privatsphäre wert? Und wir haben gefragt, wenn Sie alle sozialen Medien, Facebook, WhatsApp, Instagram und so weiter dafür bezahlen könnten, dass Sie Ihre persönlichen Daten nicht mehr sammeln und weitergeben, wie viel wären Sie dafür bereit, im Monat zu bezahlen? Und das Ergebnis, das auch schon in 2018 da war, 2019 da war, das hat mich sehr erschüttert, nämlich 72% einer repräsentativen Stichprobe von Deutschen ist nicht bereit, einen einzigen Cent zu bezahlen. Zugleich beklagt man sich über den Verlust der Privatsphäre. Und hier ist noch ein zweites Beispiel. Sie kennen wahrscheinlich das chinesische soziale Kreditsystem. Das funktioniert ungefähr so, wie in Deutschland haben wir die Schufa und andere, die nun ihre Kreditwürdigkeit bewerten und da haben sie jeder von ihnen eine Zahl. In China denkt man das wesentlich weiter, nämlich, dass man die Menschen nicht nur nach der finanziellen Kreditwürdigkeit beurteilt, sondern nach der sozialen, politischen und nach allem, was man messen kann. Und diejenigen, die einen hohen Wert haben, werden belohnt. Zum Beispiel dürfen sie in einer Klinik, werden sie bevorzugt behandelt und diejenigen mit niedrigen Werten werden bestraft. Zum Beispiel durften in den letzten Jahren 10.000 von Chinesen nicht mehr in den schnellen Zügen fahren und auch keine Flugtickets mehr kaufen, weil sie einen zu niedrigen Wert haben. In anderen Städten, wo das im Moment in einem experimentellen Stand ist, durften die Eltern mit niedrigen Werten ihre Kinder nicht mehr in die besten privaten Schulen schaffen. So, das ist ein großes Risiko für eine Demokratie. Und wir haben in die gleiche repräsentative Stichprobe von Deutschen befragt, finden Sie es gut, dass auch in Deutschland ein soziales Kreditsystem eingeführt wird, wo diejenigen mit niedrigem Wert bestraft werden und die mit hohem Wert belohnt werden. In 2019 waren es noch 9%, die sagten, ja, das möchten wir. Vor 2 Jahren, die letzte Untersuchung, waren es schon 20%. Und was mich besonders beunruhigt hat, nämlich unter den Jüngsten, in der jüngsten Gruppe von 18 bis 30, waren es 28%. Und was mich überrascht hat, diejenige Berufsgruppe, die am
meisten für ein solches System war, waren die deutschen Beamten. Und wahrscheinlich, weil sie denken, dass sie diejenigen sind, die die Punkte vergeben. Also gehen wir schlafwandelnd in die Überwachung und verlieren wir die Kontrolle? Nun, wir werden morgen sehen, was die Anstrengungen von Elon Musk und hinter ihm Peter Thiel und viele andere, die der Meinung sind, dass nun Demokratie mit Freiheit unvereinbar wären und für Freiheit sind, nicht für Demokratie, und sich vorstellen, dass nun in den USA ein CEO mit einem Aufsichtsrat regiert und dann bräuchte man auch nicht mehr wählen. Wir werden sehen, ob das Programm erfolgreich war. So, lassen Sie mich zusammenfassen. Ich habe die Frage gestellt, sind wir risikokompetent? Und nach unseren Untersuchungen sind 3/4 von Ärzten, Richtern, Journalisten und vielen anderen eben nicht risikokompetent. Das heißt, dass sie wesentliche Evidenz nicht bewerten können. Ich nenne das kollektive Zahlenblindheit. Der zweite Punkt ist, man kann dagegen etwas tun, wenn man möchte. Risikokompetenz an Schulen lernen, an Universitäten unterrichten, in medizinischen Departments unterrichten. Und wir haben viele Methoden entwickelt, und Sie haben hier 2 gesehen, Faktenboxen und diese Häufigkeitsbäume, die viele von diesen Problemen beseitigen. Und wir bräuchten auch eine Gesellschaft, die mehr auf Aufklärung statt interessengeleitetes Nudging setzt. Und das haben wir im Gesundheitsbereich sehr viel. Und darunter leiden auch Kampagnen. Denn diejenigen, die nudgen, haben in der Regel mehr Geld. Und am Ende ist die Frage, gehen wir schlafwandelnd in die Überwachung und in den Kontrollverlust? Haben Sie vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und am Ende so eine Bemerkung zur digitalen Welt. Wenn Häuser, Fabriken und Städte smart werden, warum dann nicht auch die Menschen? Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.